Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, hier hinter mir seht ihr den Buhlbachsee, einen der zahlreichen Seen des Bayersbronner Seensteiges. Auf dem bin ich derzeit unterwegs, bin ja nicht alleine unterwegs, habe dieses Mal meine Tante, die Beate, mit dabei. Ja, und wir befinden uns hier auch mitten auf der zweiten Etappe. Ja, bisher war schon einiges los auf dem Steig, also nicht zuletzt aufgrund des super Wetters, das wir im Moment haben. Ja, und kriegt heute zu sehen Etappe eins und Etappe 2 des Seensteiges. Ja, könnt ihr euch auf einiges freuen. Dann würde ich sagen, ich erzähle jetzt auch gar nicht mehr so viel. Wünsche euch viel Spaß beim Schauen und dann sehen wir uns später noch zu einem kleinen Fazit wieder. Los ging es für uns ab dem Bahnhof Baiersbronn. Von dort ging es bis zum Startpunkt des Seensteigs, einem Wanderparkplatz am Ortsrand. Die ersten Meter legten wir entlang des Sankenbaches parallel zum Sankenbachsteig zurück, einem Schwarzwälder Genießerpfad, den ich bereits im Vorjahr gelaufen bin. Ein erstes kleines Highlight auf dem Weg ist ein Wildgehege, in welchem wir an diesem Tag einiges zu sehen bekamen. Vorbei an einer Furt, wahlweise überquert man diese oder nutzt die benachbarte Brücke, ging es weiter in Richtung des ersten Sees, dem Sankenbachsee. Hier sollte es auch anfangen zu regnen. Ein Zustand, welchen wir in den nächsten Tagen des Öfteren erleben sollten. Der Sankenbachsee ist ein ehemaliger Karsee, der vor rund 3000 Jahren verlandete und erst in jüngerer Vergangenheit durch Aufstauung wiederhergestellt werden konnte. Dem Sankenbach sei Dank. Eines der Highlights des Steiges folgte auch sogleich: die Sankenbachwasserfälle. Der dortige Anstieg ist nicht ohne, vor allem bei diesem Wetter. Hier stürzt der Sankenbach über mehrere Stufen 40 Meter in die Tiefe. Insgesamt ein kleiner, aber sehr feiner Wasserfall. Oben angekommen, folgte ein Abschnitt mit rege wechselndem Untergrund. Von Asphalt bis schmaler Pfad war alles mit dabei. Vorbei am Dörfchen Kniebiss ging es zur Aussichtsplattform Elbachseeblick, von welcher aus man den gleichnamigen See erblicken kann. Und natürlich ging es nach dem Genuss der Aussicht die rund 150 Höhenmeter über einen anspruchsvollen Pfad hinab zum rund 7,1 Hektar großen See.
hinter dem See hatten wir eine schwere Entscheidung zu treffen. Forstweg oder Abenteuerpfad? Na gut, okay. Schwer war die Entscheidung nicht. Der Name war sodann auch Programm. Abschnitt über einen Forstweg mussten wir uns noch einer letzten Herausforderung stellen. Die Überquerung einer Furt durch den guten Ellbach, bevor es dann zum Ziel Mitteltal weiterging. Wir starteten, wo wir am Vortag endeten, nur bei deutlich bescheidenerem Wetter. Erstmal mussten wir wieder ein kurzes Stück zurück und bei einem Wildgehege ging es weiter mit dem Steig. Wie es sich für einen solchen gehört, auch erstmal ordentlich bergan. Des vielen Bergaufwanderns auf schöne Aussichten hofft? Nun, wir waren uns sicher, dass es diese dort gibt. Das Wetter ließ uns nun leider nicht allzu viel davon erblicken. Querten wir die Schwarzwald-Hochstraße und nach einer kurzen Pause in einer dortigen Hütte ging es frisch gestärkt weiter. Dank des vielen Wassers von oben wurde es auch von unten her zunehmend nasser. Mit anderen Worten, nein, das ist kein Bach, durch den wir gerade laufen, das ist der Weg. Die Bachquerung kommt aber gleich auch noch. Die berühmte Schwarzwälder Bachwanderung. Zunächst aber erreichten wir wieder einen See, den Bulbachsee, einem weiteren am Baiersbronner Seensteig gelegenen See. Der Name des Steigs will ja schließlich verdient sein.
See trafen wir auf das Spaltbächle, beziehungsweise nunmehr eher einem reißenden Spaltgebirgsbach. Da rauscht ordentlich Wasser hinunter. Und sagte ich nicht eben etwas von einer Bachquerung? Bisschen weiter oben. Kalt! Da es uns glücklicherweise nicht weggespült hatte, setzten wir unseren Weg bergauf fort. Nunmehr etwas entspannter über einen breiten Forstweg. Wir kamen sodann nochmals an die Schwarzwald-Hochstraße und den dort gelegenen Lothapfad, durch welchen der Seensteig mitten hindurchführte. Der Pfad wurde 2003 angelegt und zeigt die Folgen des Sturms Lothar aus dem Jahre 1999. Der Rest des Weges ist dann aber schnell erzählt. Auf den letzten Kilometern ging es für uns bei immer noch bescheidenem Wetter auf vornehmlich breitem Weg bis zur Bushaltestelle am Schliffkopf. Ja, da haben wir es geschafft. Etappe 1 und Etappe 2 vom Baiersbronner Seensteig sind gelaufen. Ich bin zwischenzeitlich hier wieder in meine Unterkunft mal zurückgekehrt, habe mich ein bisschen trockengelegt, auch noch eine Kleinigkeit gegessen. Ja, und jetzt können wir mal noch in Ruhe zu meinem kleinen Fazit zu den ersten beiden Etappen kommen. Die ersten 2 Etappen haben mir also schon mal sehr gut gefallen, war einiges geboten unterwegs. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Wetters. Also Etappe 1 habt ihr den Sankenbach-Wasserfall, den See dazu, Elbachsee-Blick. Das alpine Stück, den Wasserfall hoch, allgemein auch viel mit schmalen Pfaden über Stock, über Stein. Diesen kleinen Abenteuerpfad dann auch. Ja, also da war schon ordentlich was geboten. Wegführung zweite Etappe war auch gut. Da war das ein oder andere breite Stück Weg. Mehr war dann mit dabei. Insgesamt wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man bei besserem Wetter die Aussichten hätte. So war das zum Teil doch gerade hinterm Lothapfad, das letzte Stück. Ja, es zog sich dann einfach ein bisschen, war nicht ganz so schön. Aber ansonsten auch hier schöne Pfade mit dabei, die sich ja zum Teil in kleine Bäche verwandelt haben, wo man dann quasi durchs Wasser runter bzw. hoch muss. Genau, das Spaltbächle, das nicht mehr so viel von einem Bächle hatte, sondern eher von so einem kleinen reißenden Gebirgsfluss, wo man ja auch irgendwie durch musste. Also das war schon schick gewesen, genau. Also ihr seht, wir hatten unseren Spaß, trotz der vielen Nässe um uns herum. Ja, kann man also auf jeden Fall mal machen. Ansonsten, was haben wir noch zu dem Weg bisher? Markierung ist ja auch so eins von meinen Themen. Und da muss ich sagen, ähnlich wie ich es bei den Genießerpfaden hier in der Region ja auch immer sage, es hätte einfach etwas üppiger sein können. Man hat so die ein oder andere Kreuzung, da ist es nicht ganz so gut beschildert, dann fehlt auch mal wieder eine Markierung. Gut, ich habe jetzt Komoot neben mir laufen, von daher geht's, also wir kamen ja auch entsprechend immer weiter. Wenn man jetzt aber nur nach Markierungen laufen möchte, hätte man ja die ein oder andere Herausforderung mehr zu überwinden. Gut, dann würde ich aber sagen, belassen wir es für dieses Mal dabei. Das nächste Mal geht es weiter mit den Etappen 3 und 4. Vom Wetter her ist es ja ähnlich gemeldet wie jetzt die letzten 2 Tage. Viel nass, lassen wir uns überraschen, vielleicht bessert sich ja noch.
Ja, aber bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.